What the f? Wow. 4.000 Euro für einen einzigen Zahn. Wie war der Spruch? Wenn man sich alle Zähne im Mund neu machen lässt, hat man den Wert eines Autos im Mund? Ist das krass. Aber das muss es doch irgendwo günstiger geben. Schauen wir mal nach. Na, was haben wir denn hier? Ha! Das ist es. Lass uns am besten von vorne anfangen. Ganz ehrlich, bis ich 16 Jahre alt war, habe ich nicht sonderlich gut geputzt. Bürste rein, bisschen schrubbeln, ausspucken, fertig. Die Quittung dafür, die habe ich nun. Seit gut 20 Jahren habe ich Probleme mit diesem Zahn. Wie man sieht, wir reden hier von Zahn Nummer 26. Schon im Jahr 2008 war eine Wurzelbehandlung und Krone notwendig, hat auch bis zum Februar letzten Jahres gehalten, aber nach einer Entzündung konnte der Zahn dann im Februar letzten Jahres nur noch gezogen werden. Tja, selber schuld. Danach musste das Ganze dann 4 Monate heilen, bis ich mit meinem Zahnarzt über den endgültigen Zahnersatz geredet habe. Alternativen, die man in so einem Fall hat, sind entweder eine Brücke oder ein Implantat. Eine Brücke kam für mich nicht in Frage, weil dadurch die angrenzenden gesunden Zähne abgeschliffen werden müssen. Auf gar keinen Fall. Somit fiel die Wahl auf die teurere, aber in meinen Augen bessere Alternative. Mein Zahnarzt meinte, dass das Ganze um die 3.000 Euro kosten wird. 3.000 Euro, 4.000 Euro, ist schon klar, man kann sich ja mal um 1.000 Euro verschätzen. Kann doch eigentlich nicht sein. So eine Diagnose kommt doch sicherlich in jeder Praxis mindestens einmal die Woche vor. An dieser Stelle soll gesagt sein, dass ich meinen Zahnarzt wirklich schätze, denn deshalb war ich die letzten 16 Jahre Patient dort. Aber das hat mich nun wirklich zum Nachdenken bewegt. Glücklicherweise habe ich nach einer zweiten Meinung gegoogelt und dabei die zweite Zahnarztmeinung gefunden. Ist doch nicht zu fassen, was man da sparen kann. Ersparnis von 56% des Eigenanteils. Warum erzählt einem das keiner? Also, was macht diese Website? Grundsätzlich handelt es sich hier um eine Auktionswebsite. Man erstellt eine Auktion mit dem Startpreis aus seinen vorhandenen Kostenvoranschlägen und lässt dann ganz gemütlich die Zahnärzte sich gegenseitig unterbieten. Teilnehmen tun natürlich nur Zahnärzte in Wohnortnähe und den Großteil der Arbeit haben die Mitarbeiter der zweiten Zahnarztmeinung und natürlich die Zahnärzte. Als Kunde muss man lediglich Folgendes machen. Erstens, Registrierung 5 Minuten. Check. Zweitens, der Heil- und Kostenplan. Fotos machen, hochladen. 10 Minuten. Check. Drittens, Auktion starten. Check. Stopp. Was kostet der Spaß? Also, was haben wir hier? Bis 1.000 Euro gleich 2,50 Euro, bis 5.000 Euro gleich 5 Euro, über 5.000 Euro 7,50 Euro. Wie hoch waren die Kosten nochmal? Dass es ein No-Brainer ist klar, oder? Viertens, Rechnungsbetrag überweisen. 5 Euro, hier nimm. Viel Spaß damit. Check. Fünftens, die anonymisierte Auktion startet und man wartet 3 Tage. Wunderbar. Sechstens, zurücklehnen und das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Check. Siebtens, Zahnarzt auswählen und Termin vereinbaren. Übrigens, das ist hier kein gesponsertes Video. Ich mache hier kostenlos Werbung für die zweite Zahnarztmeinung. Warum? Ist doch klar, jeder soll darüber Bescheid wissen. Spart euch das Geld, gebt das für eure Kinder aus. Ihr könnt übrigens helfen, wenn ihr ein Like, Abo oder Kommentar da lasst. Oder ihr erzählt es einfach weiter. Wie auch immer, völlig egal. Hauptsache, alle wissen darüber Bescheid. Meiner Meinung nach sind Heil- und Kostenpläne übrigens für Normalsterbliche kaum verständlich. Es sei denn, man hat schon Erfahrung damit. Implantatbezogene Analyse und Vermessung des Alveolarfortsatzes. Herstellung und Einbringen einer PRF-Matrix je Kiefernhälfte oder Frontzahnbereich. Ah, alles klar. Für dich auch? Da sind wir uns einig, oder? Übrigens, die zweite Zahnarztmeinung hat es in einer kurzen, kompakten Übersicht geschafft, das Ganze komplett verständlich umzusetzen, was kostentechnisch Phase ist. Hier wurde mir übrigens erst so richtig klar, dass mein Eigenanteil nur bei 3.504 Euro liegt. Den Rest übernimmt die Krankenkasse.
Warum bekommt man als Patient nicht einfach so eine Übersicht mitgeschickt? Soll das keiner verstehen oder soll man nicht auf die Idee kommen zu vergleichen? Wie auch immer. Kommen wir zur Auktion. Die war richtig geil. Es hat ungelogen nur 56 Minuten gedauert, da kam bereits das erste Angebot. Satte 42% unter dem Kostenvoranschlag meines Zahnarztes. Nach 2 Stunden und 57 Minuten kam das zweite Gegenangebot. 38% Ersparnis. Also 134 € teurer als Angebot Nummer 1. Und nach 3 Stunden und 38 Minuten kam dann Angebot Nummer 3. Ebenfalls 42% Ersparnis, aber dennoch 4 € teurer als Angebot Nummer 1. Dabei blieb es dann auch. Gleich das erste Angebot war der Jackpot. Unglaublich. Nach der Auktion werden dann alle Angebote preislich aufsteigend und anonymisiert in einer Auflistung angezeigt. Wie man sieht, spare ich mit dem ersten Angebot rund 1.479 € im Eigenanteil. Da kann man schon locker eine schöne Woche Urlaub von machen. Jedenfalls kann man sich dann die ganzen Infos zum Zahnarzt ansehen, die Bewertungen verschiedener Nutzer studieren und sich dann ganz gemütlich für einen Zahnarzt entscheiden. Die wahre Identität des ausgewählten Zahnarztes wird erst mit der Auswahl des Zahnarztes aufgedeckt. Nach der Auswahl habe ich dann kurze Zeit später einen Kennenlerntermin vereinbart. Also, wie lief der Kennenlerntermin ab? Total entspannt. Der Zahnarzt hat sich Zeit genommen, wir haben kurz nett geplauscht und dann sind wir die Details gegangen. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich nach Hause gehen können und mir dann ganz in Ruhe überlegen können, ob ich die Behandlung wirklich bei diesem Zahnarzt durchführen möchte. Kann man machen, habe ich persönlich als Zeitverschwendung empfunden. Wie heißt es so schön? Der erste Eindruck zählt. Der Zahnarzt war mir so sympathisch, dass wir direkt Nägel mit Köpfen gemacht haben. Also haben wir ein 3D-Röntgenbild erstellt, das kurz ausgewertet und die weitere Behandlung besprochen. Und wie sieht das nun mit den Kosten aus? Das haben wir gleich mitgemacht. Ich wurde direkt an eine Kollegin verwiesen, die sich in der Zwischenzeit nochmal meine alten Kostenvoranschläge angesehen hat. Die neuen Kostenvoranschläge waren natürlich schon fertig und wurden nun nur nochmal in den Details verfeinert. Wir haben dann alles besprochen und die Dame hat sich viel Zeit genommen, mir alles in Ruhe zu erklären und um meine Fragen zu beantworten. Richtig toller Kundenservice. Am Ende bin ich dann mit 2 neuen heilen Kostenplänen nach Hause gegangen, die im Eigenanteil nochmal 132 € unter dem Preis der Auktion lagen. Perfekt! Das Implantat kostet 1.605 € und die Krone 288 €, was einen Gesamteigenanteil von 1.893 € macht. Zur Erinnerung, die Auktion kam vorher bei 2.025 € im Eigenanteil raus. Im Vergleich zu den 3.504 € Eigenanteil bei meinem alten Zahnarzt spare ich jetzt also 1.611 €. Rechnet man nun noch das Investment von 5 € für die Auktion mit ein, sind wir bei 1.606 € Ersparnis. Die 5 € haben sich alle Male ausgezahlt. 1.606 € Ersparnis. Alter Schwede, was kann man damit alles anstellen? Vielen Dank an die zweite Zahnarztmeinung. Was ist nun nach dem Kennenlerntermin alles passiert? Dafür gehen wir noch mal kurz zum Anfang zurück. Der Zahn wurde im Februar 2022 von meinem alten Zahnarzt gezogen. Anschließend erfolgte in mehreren Terminen die Wundüberwachung bis in den Juni 2022. Die Wundheilung dauerte ca. 6 Monate. Dann habe ich den Kostenvoranschlag von meinem alten Zahnarzt bekommen. Was dann passiert ist, hast du gerade gesehen. Die Auktion bei der zweiten Zahnarztmeinung war auch noch im Juni. Der Kennenlerntermin beim neuen Zahnarzt war dann im August. Das Implantat hat er dann im September gesetzt. Das war alles okay, war erträglich und die geplanten Kosten haben sich dann nochmal um 29 € reduziert. Die Gesamtersparnis liegt mittlerweile bei 1.635 €. Prima. Seitdem heilt die Wunde wieder für 6 Monate. Voraussichtlich im Februar diesen Jahres geht die Behandlung dann weiter. Hier muss nur noch ein Abdruck gemacht werden, die Krone gefertigt und letztendlich eingesetzt werden. Hier mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die Kronbehandlung macht übrigens den größten Preisunterschied im Vergleich zu meinem alten Zahnarzt aus. Wir reden hier von einem Preisunterschied im Eigenanteil von 1.119 € für eine im verwendeten Material qualitativ bessere Krone. Wie kommt das zustande? Ganz einfach. Der neue Zahnarzt ist Spezialist für Zahnersatz und bekommt im Vergleich zu herkömmlichen Zahnärzten unter anderem Mengenrabatt beim Zahnlabor. Und vielleicht ist mein alter Zahnarzt auch einfach sehr, sehr teuer. Gut, kommen wir zum Ende. Die zweite Zahnarztmeinung gibt es seit 2005. Ich frage mich wirklich, warum ich noch niemals von ihr gehört habe. Niemand, den ich kenne, hat jemals von der zweiten Zahnarztmeinung gehört.
Ich schreie es in die Welt hinaus. Nutzt dieses Portal! Ihr spart unglaublich viel Geld für ein unfassbar gutes Angebot. Erzählt es allen. Ein Abo, Like oder Kommentar hilft dabei, dass diese Nachricht verbreitet wird. Hast du Fragen, Anregungen oder Kritik? Immer her damit. Auch dafür sind die Kommentare da. Und noch ein abschließendes Wort an die lieben Zahnärzte da draußen. Ich weiß, ihr müsst auch eure Rechnung bezahlen und macht jeden Tag einen super Job. Aber Angebotsunterschiede von über 50% zwischen verschiedenen Zahnärzten, das ist schon wirklich krass.